Montag, 21. März 2005. In der Filiale der Weststar Bank in Vail Village stehen zwei Männer mit schwarzen Skimasken. Vail liegt auf 2500 Metern Höhe. Die Wintersaison läuft auf Hochtouren. Bei Temperaturen unter Null trägt in diesen Wochen fast jeder zweite Passant auf den Straßen eine Sturmhaube. Draußen fällt das niemandem auf, drinnen in der Bank aber schon. Die zwei Männer sind 19 und 20 Jahre alt. Sie tragen wuchtige Snowboardschuhe, fuchteln mit ihren Pistolen vor den Angestellten herum und fordern Bargeld. Ihr Akzent ist eindeutig australisch. In einem Skiresort in Colorado arbeiten im März viele Saisonarbeiter aus Down Under. Sie arbeiten in den Ausrüsterläden, hinter den Bars und den Skiliften. Und plötzlich fällt der Blick der Kassiererin auf ein kleines Plastikschild an der Jacke des einen Mannes. Es ist ein Schild aus dem Sportgeschäft an der Hauptstraße mit eingraviertem Vornamen. Sein Komplize trägt ebenfalls eines. Die Wahrheit ist, die Frau hinter dem Tresen braucht diese Schilder eigentlich gar nicht. Sie weiß ohnehin längst, wer vor ihr steht. Die beiden sind Stammkunden. Sie kommen regelmäßig hierher, um ihre Finanzen zu erledigen. Das hier ist ihre Hausbank und die Frau, die sie gerade zwingen, die Kasse leer zu räumen, ist dieselbe Frau, die ihnen sonst jeden Freitag ihre Gehaltschecks einlöst. 129.500 $ wandern in die Tasche. Die beiden greifen sich vor der Tür ihres Snowboards und tauchen ab. Die Polizei von Vail braucht am Ende weniger als 10 Minuten, um die beiden zu schnappen. Einen Banküberfall erfolgreich durchzuziehen ist in der modernen Kriminalistik extrem schwer geworden. Zeitschlösser, flächendeckende Kameraüberwachung, Farbampullen in den Geldstapeln, registrierte Seriennummern, stille Alarme unter dem Tresen. Ein Tresorraum ist heute oft besser geschützt als Fort Knox. Und trotzdem scheitern Täter selten an der Sicherheitstechnik. Sie verraten sich selbst mit Spuren, die sie selber am Tatort hinterlassen. Heute zeige ich dir die 7 dümmsten Bankräuber aller Zeiten. Das Antwerpener Diamantenviertel ist ein abgeriegelter Bezirk. Es besteht im Kern aus 5 engen Straßen und Gassen, durch den ein gigantischer Teil des weltweiten Rohdiamantenhandels läuft. Versenkbare Poller in den Straßen, Kameras an jeder Ecke, bewaffnete Sicherheitskräfte. Im Diamond Center liegt der Tresorraum 2 Stockwerke tief unter der Erde. Die Haupttür gesichert durch ein Kombinationstürschloss mit rund 100 Millionen möglichen Codes. Dahinter Wärmesensoren, Bewegungsmelder, Dopplerradar und Magnetfelddetektoren. Überall sind Kameras. 2 Jahre lang studiert Leonardo Notarbartolo dieses Gebäude bis ins kleinste Detail. Er hat immer eine Aktentasche mit versteckter Kamera dabei. Er filmt die Flure, die Wachleute, die Schlösser, den Tresorraum. Er notiert Schichtpläne, Herstellernummern und Grundrisse. Alle paar Monate bringt er das Material nach Italien zu einer Gruppe von Spezialisten, der Scuola di Torino. In einem Nachbau des Tresorraums wird geübt, getestet und gefeilt. 28 Monate lang. Am Wochenende des 15. Februar 2003 schlagen sie dann zu. Da sie ein Büro im Gebäude gemietet haben, fällt es niemandem auf, als sie das Haus betreten. Sie steigen 2 Stockwerke nach unten, knacken das Schloss, neutralisieren die Wärmesensoren, indem sie deren Sichtfeld blockieren und ihre eigene Körperwärme abschirmen. Sie schalten die Magnetfelder aus. Kein einziger Alarm schlägt an. Sie räumen Schließfach für Schließfach aus. 123 von 160 Stück. Bevor sie verschwinden, nehmen sie vorsichtshalber die Videobänder der Überwachung mit. Als das Diamond Center am Montagmorgen öffnet, stehen die Angestellten vor einem ausgeräumten Tresorraum ohne jede Spur eines Einbruchs. Keine gewaltsam geöffneten Türen, kein Alarmsignal, keine Aufnahmen. Es ist einer der größten Raubzüge der Kriminalgeschichte. Die Beute ist bis heute spurlos verschwunden. 5 Tage nach dem Überfall spaziert Notarbartolo seelenruhig zurück ins Antwerp Diamond Center, vermutlich um nach dem Rechten zu sehen. Im Gebäude warten bereits die Ermittler. Das Urteil: 10 Jahre Haft, 28 Monate akribische Planung, 10 unüberwindbare Sicherheitsstufen. Der perfekte Raubzug. Aber wie konnten die Ermittler den italienischen Mann so einfach überführen? Nach dem Coup soll einer der Männer den Müll aus dem Versteck entsorgen. Doch statt die Spuren zu verbrennen, wirft er die Säcke einfach in ein Waldstück an der Autobahn E19, irgendwo zwischen Antwerpen und Brüssel. Am nächsten Morgen macht ein Anwohner einen Spaziergang auf seinem Grundstück, entdeckt den Unrat und schaltet die Polizei ein. In den Müllsäcken fanden die Ermittler die fehlenden Videobänder aus dem Tresorraum, Quittungen und ein angebissenes Salami-Sandwich mit der DNA von Notarbartolo.
Bevor wir zum nächsten Fall kommen, wenn dir solche Geschichten gefallen, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Hier bekommst du regelmäßig mehr davon. Im Juli 2015 wird John Morgan aus dem Gefängnis entlassen. Er ist 28 Jahre alt und hat gerade 5 Jahre abgesessen, wegen eines Banküberfalls im US-Bundesstaat Ohio. Und Morgan plant bereits den nächsten Coup. Dabei steht er aber vor einem Problem, das kaum ein anderer Bankräuber hat. Sein Gesicht ist tätowiert. Über der einen Augenbraue steht Loyalties Thin, über der anderen Betrayals Thick. Großbuchstaben, lesbar aus 2 Metern Entfernung. Eine Skimaske würde das Problem zwar lösen, aber wer im Hochsommer mit Sturmhaube eine Kleinstadtbank betritt, braucht sich über die Verhaftung kaum zu wundern. Am 24. August 2015 hat seine Freundin Ashley den entscheidenden Einfall. Sie setzt Morgan vor den Spiegel und deckt die Tätowierungen mit dickem Make-up ab. Schicht für Schicht, Foundation, Concealer, bis von der Tinte in seinem Gesicht absolut nichts mehr zu sehen ist. Ein völlig unauffälliger Typ. Sie setzt ihn im Städtchen Asheville ab, einer beschaulichen 4000 Einwohnergemeinde. Morgan zieht die Kapuze seines schwarzen Pullovers tief ins Gesicht und betritt die Filiale der Savings Bank. Er reiht sich ganz entspannt in die Schlange ein. Als er an der Reihe ist, tritt er an den Schalter und schiebt der Angestellten lediglich einen gefalteten Notizzettel zu. Darauf steht die knappe Aufforderung, das Bargeld unverzüglich auszuhändigen. Die Kassiererin greift nach den Scheinen, legt das Bündel auf den Tresen und Morgan steckt es ein. Das Ganze dauert keine 60 Sekunden. Er nickt der Frau kurz zu, dreht sich um und spaziert seelenruhig durch die Schiebetür wieder hinaus auf die Straße, wo Ashley bereits mit laufendem Motor wartet. Die Ermittler stehen vor dem Nichts. Auf den Bildern der Überwachungskamera ist lediglich ein völlig durchschnittlicher Mann im Hoodie zu sehen. Keine Narben, keine auffälligen Merkmale. In den USA bleiben hunderte solcher Fälle genau an diesem Punkt für immer in den Akten liegen. Der Raubzug ist perfekt gelaufen, die Tarnung hat makellos funktioniert. Doch genau 4 Tage später erreicht die Polizei von Ohio ein anonymer Hinweis über die Crime Stoppers Hotline. Ein Ermittler setzt sich an den Rechner, ruft ein Profil auf und traut seinen Augen nicht. Da sitzt John Morgan auf der Couch, neben ihm seine Freundin Ashley. Beide grinsen breit in die Kamera und halten fette Bündel voller Bargeld in die Höhe. Auf dem nächsten Bild hat Morgan einen Stapel Geldscheine im Mund stecken. Auf wieder einem anderen Foto hält er sich den Riesenstapel Scheine ans Ohr wie ein Telefon. Morgan hatte den perfekten Raub mit seiner Freundin ausgeführt und wäre vermutlich nie geschnappt worden, nur um 4 Tage später hochauflösende Beweisfotos von sich und der Beute öffentlich auf Facebook hochzuladen. Die Polizei musste ihn nur noch abholen. Beiden drohten bis zu 4 Jahre Haft wegen schweren Raubes. Für Morgan kam noch der Verstoß gegen seine Bewährung obendrauf, womit seine Auszeit in Freiheit nach nur wenigen Wochen schon wieder vorbei war. Freitagabend, 10. September 1971. Im feuchten Keller eines Lederwarenladens in der Londoner Baker Street kauern mehrere Männer im Dreck. Sie warten darauf, dass die Stadt zur Ruhe kommt. 2 Türen weiter, in der Hausnummer 187, liegt eine Filiale der Lloyds Bank. Darunter der Tresorraum mit prall gefüllten Schließfächern und den Ersparnissen der halben Nachbarschaft. Der Kopf der Bande ist Anthony Gavin, 38 Jahre alt. Diesen Coup plant er seit über einem Jahr. Um an das Geld zu kommen, hat er den Lederwarenladen Le Sac angemietet. Doch die Taschen im Schaufenster sind reine Tarnung. Der eigentliche Schatz liegt im Keller des Geschäfts. Denn von dort aus graben sich die Männer 3 Monate lang durch das Erdreich. 12 Meter waagerecht unter 2 Häuserblocks hindurch, Schaufel für Schaufel, komplett in Handarbeit. Tonnen von Erde schleppen sie in Säcken durch das Ladenlokal nach draußen. Am helllichten Tag mitten auf der belebten Baker Street. Am Ende des Tunnels stehen sie direkt unter der Bodenplatte des Tresorraums. Ein massiver Betonblock. Sie setzen einen Hydraulikheber an, um die Platte mit 100 Tonnen Druck nach oben wegzusprengen. Was sie nicht wissen, direkt unter ihnen verläuft ein alter, zugeschütteter Brunnen. Statt der Decke des Tresorraums gibt der Tunnelboden nach. Sie versuchen es mit einem Schneidbrenner, doch auch dem hält der Beton stand. Am Ende bleibt ihnen nur noch das Dynamit. Sie bohren Loch für Loch in die Decke und stopfen es hinein. Draußen auf der Straße rattert zufällig ein Presslufthammer einer Baustelle. Immer wenn genau das passiert, zünden sie eine Ladung. Als sich der Rauch verzieht, klafft in der Bodenplatte ein Loch von gerade einmal 30 x 35 cm. Gerade groß genug, damit sich ein einzelner Mann durchzwängen kann. Auf
dem Dach des Nachbarhauses sitzt Bobby Mills, überwacht die Situation außerhalb und hält per Walkie-Talkie Kontakt nach unten. Das gesamte Wochenende über knacken sie im Akkord ein Schließfach nach dem anderen. Insgesamt 268 Stück. Als die Filiale am Montagmorgen öffnet, blicken die Angestellten in ein klaffendes Loch im Fußboden. Keine Alarmanlage hat angeschlagen. Kein Passant hat etwas bemerkt. Von der Millionenbeute fehlt bis heute jede Spur. Und trotzdem hatte das gesamte Verbrechen einen Live-Zuschauer. Nur wenige Straßen entfernt in einer Wohnung in der Wimpole Street sitzt der Funkamateur Robert Rowlands an seinem Empfänger. Eigentlich sucht er Musik auf Radio Luxemburg. Doch was plötzlich aus seinen Lautsprechern dröhnt, sind zwei Männer, die sich darüber streiten, ob sie jetzt Pause machen oder durcharbeiten sollen. Die Walkie-Talkies der Räuber senden auf einer frei zugänglichen Frequenz. Rowlands greift zu einem Kassettenrekorder und schneidet die gesamten Gespräche mit. Als er bei Scotland Yard anruft und das Band vorspielt, begreifen die Beamten sofort den Ernst der Lage. Mitten in London läuft ein Banküberfall und die Polizei hört live mit. Rowlands erklärt den Ermittlern, dass die Reichweite der Walkie-Talkies winzig ist. Die Bank muss im Umkreis von maximal 2 Kilometern liegen. Doch Scotland Yard ignoriert den Hinweis und durchsucht stattdessen ein Areal von 13 Kilometern. 750 Bankfilialen werden in einer einzigen Nacht abgeklappert. Doch sie finden die richtige Bank nicht. Die Bande räumt in aller Ruhe den Tresor leer, krabbelt durch den Tunnel zurück und taucht in der letzten Nacht unter. Ein Jahr akribische Planung, 3 Monate Knochenarbeit unter der Erde, alles perfekt. Trotz eines Zeugen. Doch bei all der kriminellen Energie hatten sie ein winziges Detail vergessen. Benjamin Wolf, einer der Komplizen, hatte den Mietvertrag für Le Sac persönlich unterschrieben. Ganz ordnungsgemäß mit seinem echten Namen und seiner privaten Adresse. Ein Meisterwerk der Kriminalgeschichte, gelöst in dem Moment, als Scotland Yard den Vermieter anrief. Am Nachmittag des 23. März 2010 klingelt in einer Filiale der People's United Bank in Fairfield, Connecticut das Telefon. Am anderen Ende ist ein Mann. Dieser Mann kommt ohne Umschweife zur Sache. Er fordert $100.000. Große Scheine, keine Farbpatronen. Wenn das Geld nicht sofort bereit liegt, werde es ein Blutbad geben. Dann legt er auf. Albert Bailey, 27 Jahre alt, hat lange darüber nachgedacht, woran die meisten Bankräuber scheitern. Und zwar an der Zeit am Schalter. Genau an den 2-3 kritischen Minuten, in denen der Täter vor der Kasse steht, während die Kassiererin Bündel zählt, Scheine sortiert und Zeit schindet. In genau diesen Minuten wird man gefilmt, analysiert und eingekesselt. Baileys Idee? Er verlegt diesen Stress einfach nach vorne. Die Bank soll das Geld gefälligst eintüten, bevor er überhaupt den Laden betreten hat. Er hat an die Stückelung gedacht, an die Farbpatronen und er hat sogar einen 16-jährigen Komplizen am Start, der separat reingeht, um keinen Verdacht zu erregen. Und er hat der Bank am Telefon gesagt, dass er in Punkt 10 Minuten da sein wird. Die Angestellte legt den Hörer auf und wählt sofort den Notruf. Die Filiale geht augenblicklich in den Lockdown. Der 16-jährige Komplize, der bereits in der Schalterhalle wartet und der Kassiererin ahnungslos einen Zettel zuschiebt, bekommt mickrige $900 zugesteckt. Exakt 10 Minuten nach dem Anruf biegt Bailey auf den Parkplatz der Bank ein, um seine Bestellung abzuholen. Doch statt der Bankangestellten warten dort bereits die Polizisten. Die 10 Minuten Vorlauf, die Bailey der Bank geben wollte, um seine $100.000 einzupacken, waren am Ende 10 Minuten Vorlauf für die Polizei. Kleiner Side-Fact: Albert Bailey stand zu diesem Zeitpunkt bereits unter Bewährung. Wegen eines Überfalls auf eine andere Filiale genau derselben Bank. Der Millennium Star ist ein Diamant von 203 Karat. Birnenförmig, lupenrein und farblos. De Beers hat ihn über Jahre schleifen lassen. Der Stein war ungefähr so breit wie ein handelsüblicher Tischtennisball. Zum Vergleich: ein typischer Verlobungsring trägt meist Steine zwischen 0,5 und 2 Karat. Im Jahr 2000 wird er auf rund 200 Millionen Pfund geschätzt. Er liegt in Greenwich in der Diamantenausstellung von De Beers im Millennium Dome. Um ihn herum 11 seltene blaue Diamanten. Zusammen ist die Vitrine, in der die Steine liegen, rund 350 Millionen Pfund wert. Sie steht in einer Halle, durch die täglich tausende Besucher laufen, hinter Panzerglas, Kameras, Bewegungsmeldern und Wachpersonal. Raymond Batson, 39, ist seit Jahrzehnten im Geschäft. Zusammen mit William Cockram beginnt er, sich im Spätsommer 2000 die Ausstellung anzusehen. Was Sie dabei erkennen: der Millennium Dome steht auf einer Halbinsel. Auf 3 Seiten liegt die Themse, eine Flucht über die Straße würde in Londons dichtem Verkehr. Eine Flucht,
Flucht über das Wasser endet irgendwo im Nirgendwo. Der Plan, den sie daraus schmieden, verzichtet auf jegliche Feinarbeit. Am Morgen des 7. November 2000 rollt ein JCB-Bagger auf das Gelände des Millennium Dome. Am Steuer sitzt Batson. Hinter ihm laufen Männer in Körperpanzern und Gasmasken mit Rauchgranaten und Vorschlaghämmern. Der Bagger durchbricht die Absperrung und fährt durch die Außenwand des Gebäudes in die Ausstellungshalle. Die Männer werfen Rauchgranaten. Sie gehen zur Vitrine und setzen einen Nagel an das Panzerglas, um es zu schwächen. Dann greift einer zum Vorschlaghammer. Draußen auf der Themse liegt ein Schnellboot mit laufendem Motor und wartet auf die Bande. In diesem Moment setzt sich in der Halle etwas in Bewegung. Hinter einer falschen Wand, die eigens für diesen Tag in die Ausstellung eingebaut worden war, warten bewaffnete Beamte der Flying Squad seit Stunden, ohne sich zu rühren. Weitere stehen im Versorgungstunnel unter der Halle. Auf der Themse liegen versteckt Polizeiboote. Cockram und Adams werden im Ausstellungsbereich festgenommen, Batson draußen, der Bootsführer auf dem Wasser, Lee Wenham später auf seiner Farm in Kent. In den Vitrinen liegt kein einziger echter Stein. De Beers hatte Kristalle in exakt derselben Größe und Form anfertigen lassen und die Diamanten längst woanders eingelagert. Denn die Polizei kannte diese Männer bereits. Sie hatten im selben Jahr 2 Überfälle auf Geldtransporter versucht und beide vermasselt, standen seitdem unter Beobachtung und als einer von ihnen anfing, immer wieder vor derselben Vitrine zu stehen, war der Polizei alles klar. Sonntag, 19. Oktober 2025. Der Louvre ist geöffnet, die ersten Besucher sind im Haus. 4 Täter fahren am helllichten Tag mit einem gemieteten Möbellift an die Fassade am Quai François Mitterrand, steigen im Korb in die erste Etage, brechen ein Fenster auf und schneiden mit Trennschleifern die Vitrinen der Galerie d'Apollon auf. Sie versuchen, die Krone der Kaiserin Eugenie durch ein Loch in der Vitrine zu ziehen. Doch sie haben das Loch zu klein ausgeschnitten. Die Krone verformt sich, bleibt hängen und auf der Flucht fällt sie ihnen zu allem Unglück auch noch aus der Hand. Nach knapp 7 Minuten sind sie weg auf 2 wartenden Motorrollern Richtung Autobahn A6. Sie haben 8 Stücke der französischen Kronjuwelen dabei. Wert rund 88 Millionen Euro. Doch so richtig vorsichtig waren sie nicht, denn diese Gegenstände ließen sie am Tatort zurück. 2 Winkelschleifer, einen Schweißbrenner, einen Benzinkanister, Handschuhe, einen Helm, eine Decke und ein Walkie-Talkie. Der Benzinkanister war eigentlich für den Möbellift gedacht. Sie wollten ihn anzünden, um ihre Fingerabdrücke zu vernichten, doch daraus wurde leider nichts, weil ein Mitarbeiter des Museums blitzschnell reagiert hatte und nach draußen gehechtet ist. Das eigentliche Fluchtfahrzeug ist auf einen Schlag lahmgelegt und der Möbellift bleibt samt Benzinkanister und DNA-Spuren genau da stehen, wo er steht. Den Tätern bleibt nur die Flucht zu Fuß. Ein paar Straßen weiter an der Ecke Pont de Sully lässt einer vor lauter Eile auch noch seine Warnweste auf den Gehweg fallen. Über 100 Ermittler übernehmen den Fall. Am Tatort werden mehr als 150 Spuren gesichert. Aus dem Helm und einem Handschuh kommt DNA, einen der Verdächtigen holen sie am Flughafen Charles de Gaulle. Bei der Passkontrolle kurz bevor er in die Abendmaschine nach Algier steigt. Trotzdem ist die Beute bis heute nicht wieder aufgetaucht. Es ist ein kühler Vormittag im November 2022. In der beschaulichen Kleinstadt Vermont, North Carolina, rollt ein Wagen in die Drive-In-Spur der Lambi Guarantee Bank. Eigentlich ist diese Spur dafür gedacht, bequem Bargeld abzuheben, ohne aus dem Auto aussteigen zu müssen. Dementsprechend perfekt ist die Infrastruktur ausgelegt. Eine hochauflösende Kamera blickt direkt ins Fahrerfenster, das Kennzeichen wird automatisch erfasst und die Kassenschublade schiebt sich auf der richtigen Höhe an die Fahrertür. Der Mann am Steuer lässt die Scheibe runter, aber statt einer EC-Karte legt er einen gefalteten Zettel in die Metallschublade. Die Kassiererin liest ihn und drückt sofort den Alarmknopf. Doch als sie aufblickt, sieht sie nur den qualmenden Auspuff des Fahrzeugs. Der Fahrer hat Panik bekommen, gibt Vollgas und verschwindet mit quietschenden Reifen ohne einen einzigen Cent Beute. Zurück bleibt nur der Zettel in der Schublade. An sich erstmal nichts Schlimmes. Ein Ermittler nimmt das Papier später auf und untersucht es gründlich. Auf der Rückseite prangt in sauberem Druck eine offizielle Gehaltsabrechnung, inklusive Arbeitgeber, Lohnsumme und dem vollständigen Namen des Täters. Er hatte sogar noch versucht mitzudenken. Sein Name war mit einem Kugelschreiber wild überkritzelt worden. Doch das alles sollte nichts helfen. Ein kurzer Datenabgleich im Polizeicomputer sorgt für den nächsten Lacher auf der Wache. Gegen den 43-jährigen Dennis Wayne Price Jr. liegt bereits ein aktiver Haftbefehl vor, wegen Autodiebstahls. Und ja, es ist genau der Wagen, mit dem er gerade durch die kameraüberwachte Drive-In-Spur gefahren ist. Nach nicht einmal 5 Minuten hat die Polizei seinen Namen, Privatadresse, Fahndungsfoto, Fluchtautomarke und
Bildkennzeichen. Doch während die Beamten noch am Schreibtisch sitzen und die Haftbefehle tippen, flimmert schon die nächste Notrufmeldung über den Bildschirm. Diesmal aus der Nachbarstadt Fayetteville. Versuchter Banküberfall. Dennis hatte beschlossen, an diesem Morgen gleich 2 Banken abzuklappern und für beide Überfälle nahm er schlicht das erstbeste Stück Papier, das er in seiner Jackentasche finden konnte. Wenig später stoppen ihn mehrere Streifenwagen nach einer kurzen Verfolgungsjagd. Die Anklageliste ist klar. Zweifacher versuchter Raub, Fahren eines gestohlenen Autos und Trunkenheit am Steuer. Die Kaution setzt der Richter auf eine $250.000 fest. Wenn du einen dieser Fälle als ausführliches Video sehen möchtest, dann schreib mir sehr gerne in die Kommentare, welchen.